Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Silberpreisexplosion voraus. Die Jahrhundertchance für Silber- und Gold-Penny-Aktien. Disclaimer. Silberpreisanstieg setzt sich fort. Silber stieg am Freitag auf 19,40 oder 4,4% und dürfte in den kommenden Woche vom FONC-Meeting, das am 2. November stattfindet, Richtung 22,50 steigen, bevor es dann mit einem weiteren Rückgang Ende der Woche oder Montag, Dienstag ein weiteres höchstes Tief erreicht. Ob es wieder auf die untere gelbe Linie gedrückt wird, kann man nicht wissen. Aber nach dem Fonds dürfte Silber dann weiter steigen und die obere gelbe Linie nach oben durchbrechen. Siehe hierzu auch den Übergang von der Wyckoff bei Phase C zur Phase D in der zweiten Grafik. Schauen wir uns das an. Ähm, Wyckoff war Börsenhändler und diese Muster haben sich immer und immer wiederholt. Also bevor es zum Ausbruch auf ein neues generelles strategisches Niveau kommt beim Silberpreis, dürfte diese Formation spielen. Wir sind jetzt eigentlich kurz vor der gestrichelten Linie. Ähm, Es dürfte jetzt noch weiter steigen, aber bevor es dann richtig hochzieht zum Bereich SOS hier, kommt es vermutlich nochmal zu einem Rückgang. Dass er hier auf der linken Seite auch mit ein bisschen zugegebenem sehr starken Rückgang hier angedeutet worden ist. Aber das ist so. Sie haben das schon so oft erlebt vor diesen Meetings, dass es doch mal Rückschläge geben kann. Und das kann es dieses Mal auch geben. Ob er so stark hier kommt, wie hier auf der linken Seite angegeben, bleibt dahingestellt. Bloß ich möchte vorwarnen, ne, dass sie das typischerweise machen. Das ändert aber nichts an der strategischen Gesamtsituation. Danach, nach diesem Fonds-Meeting, dürfte Silber auf alle Fälle höher steigen und dürfte tatsächlich, wie auch hier in der Wyckoff-Chart angedeutet, diesen Raum, diesen Trendkanal verlassen und es kommt neue strategische Höhen. Das bringt uns vermutlich bis Ende des Jahres Silber 30 und vermutlich bis Mitte nächsten Jahres irgendwo um die 50 ein Preis. Die COMEX blutet weiter aus. Die COMEX verliert seit dem Hoch von Anfang 2021 über 110 Millionen Unzen. Aktuell befinden sich noch knapp 40 Millionen Unzen im Lager. Täglich werden circa 1 Million Unzen verkauft. Am Freitag weitere 1,17 Millionen Unzen, die alle nach China, Russland und Indien gehen. Diese Silbervorräte werden zur Preisdrückung verwendet. Allerdings wäre bei dieser Geschwindigkeit die COMEX im März 2023 komplett leer geflogen, wenn der Preis nicht weiter steigen würde. Im Vergleich dazu wurden von 2008 bis 2011 70 Millionen Unzen verkauft. Siehe zweite Grafik. Im Mai 2011 waren es nur noch knapp 30 Millionen Unzen in der COMEX, als der Preis kurz zuvor $50 erreichte. Wir können also damit rechnen, dass die Knappheit am physischen Markt bald zu einem starken Preisanstieg führen müssen. Denn niemand ist mehr bereit, Silber für diese niedrigen Preise zu verkaufen, während die COMEX-Lagerbestände weiter ausbluten. Ein Anstieg von Silber um 15 bis oder $20 würde die Goldaktien explosionsartig ansteigen lassen. Und genau darum sind wir investiert, denn alle Anzeichen deuten auf diese seltene Rallye. Ja, wir haben im Grunde genommen eine ähnliche Situation, wenn Sie sich das auf der rechten Seite hier von 2009 bis 2011 anschauen, sind die COMEX-Bestände damals hier von circa 100 Millionen, sind gesunken, gesunken, gesunken. Und das Gegenmittel, um das dann zu stoppen, war dann am Ende bis 2011, wenn Sie sich erinnern, ein Silberpreis von bis zu $50. Damit wird es gestoppt. Und Sie sehen das auch. Sie konnten damit den Rückgang dieser Silberbestände stoppen und wieder aufbauen. Und ähnliches Chartmuster ist auch zu erwarten. Aktuell sehen Sie hier die letzten 5 Jahre. Auch jetzt werden die COMEX-Bestände rasant niedriger. Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis die COMEX-Bestände 20 Millionen, vielleicht sogar 10 Millionen Unzen erreichen. Und was für ein Gegenmittel gibt es? Höhere Silberpreise, genau wie 2011. Wir brauchen hohe Silberpreise, damit sozusagen der Abverkauf gestoppt werden kann, beziehungsweise Bestände wieder aufgebaut haben. So machen die das. Ähm,
Ja, dieses Mal dürfte es wesentlich kritischer sein, aber man muss sich auch eben in die reinversetzen, die können sich auch nicht glauben, dass ihr System jetzt hier durch, wie gesagt, das ist nicht, das könnte ausfallen. Und dann haben wir ganz hohe Preise und dann funktioniert die Comex überhaupt nicht. Dann sind sie sozusagen entmachtet. Das können sie nicht zulassen. Also werden sie einen höheren Silberpreis zulassen, auch einen höheren Goldpreis. Und genau das ist diese Chance für Goldaktien, diese Anpassung, zu der sie jetzt bereit sind oder bereit sein müssen, wenn sie ihre Existenz nicht gefährden wollen. Ja, hier ein Goldprojektgenerator aus Ontario in Kanada. Marktkapitalisierung 4 Millionen, Risikostufe natürlich bei der Marktkapitalisierung Gamble, extrem hohes Risiko sozusagen. Also das Unternehmen hat in Ontario zwei sehr gute Projekte. Zum einen das Huronian-Projekt, 4600 Hektar. Das ist ein ehemaliger Produzent, hochgradige Ziele und große Tonnagen, 100%iger Besitz, angrenzend an ein Erschließungsprojekt. Ähm, sie haben eine historische Ressource von 144.000 Unzen Gold, hochgradig, 5,39 Gramm pro Tonne, also measured and indicated, angezeigte Ressourcen also, und 501.000 Unzen Gold, auch sehr hochgradig, 14,4 Gramm als Infrared abgeleitete Ressource. Also macht dann insgesamt, wie ich es unten auch im Potentialfaktor eingetragen, 650.000 hochgradiges Gold. Dieses Unternehmen ist angrenzend an den Moss-Gold-Trend. Das ist die südwestliche Erweiterung von Goldshore Resources, Goldlagerstätte Moss Lake 2. Und dort gibt es 1,385 Millionen Unzen mit 1,1 Gramm pro Tonne Gold und 1,75 Millionen Unzen Infrared abgeleitet, auch 1,1 Gramm pro Tonne Gold. Ja, also das ist reingetragen, auch 4 Millionen Marktkapitalisierung des Landes mit Ontario, ist einer der besten Gebiete für hochgradiges Gold. Sie erinnern sich, und Ontario war auch die Great Beer zu Hause, die ja von 2012 bis 2020 von diese verrückte Entwicklung gemacht hat, von 5 Cent auf 30 Dollar gestiegen ist, die jetzt zu King Ross ist, also ein 600 Bäcker. Das hat es auch beim letzten Goldaktienbullenmarkt gegeben. Und natürlich gucken die Investoren möglicherweise dann noch auf solche Gebiete, gerade wenn noch weiteres Explorationspotenzial dabei ist und gerade wenn es hochgradig ist. Das macht es natürlich mal ein bisschen interessant. Und Sie sehen das auch am Chart, wie die Anleger schon mal darauf reagiert haben, auf diese Projekte. Das ist von sage und schreibe hier irgendwo von 3 Cent ist es hier auf 0,50 gestiegen, also irgendwo 12, 13, 14-fache gestiegen. Und das in ganz kurzer Zeit. Natürlich, diese Gewinne sind mittlerweile alle wieder abgegeben worden. Trotzdem haben wir ein höheres Tief als während der Corona-Krise 2020. Und Sie sehen es am Potenzialfaktor. Unter Umständen kann diese Aktie um das 162-fache steigen und Gold 2500 Dollar erreicht haben kann. Also was ziemlich unglaublich ist. Ja, ähm, vielleicht noch zu der Grafik. Sie sind hier, wie gesagt, am Picklesee. Thunder Bay ist in der Nähe. Hier ist Ihr Gebiet. Sie haben noch zwei oder ein weiteres Gebiet, das zeige ich Ihnen auf der nächsten Seite. Wie gesagt, das ist eben eine Gamble-Aktie, aber meiner Meinung nach mit sehr attraktiven Attributen, wie zum Beispiel hochgradiges Gold, Ontario als Lage und eben sehr gute Minen etc. In der Nähe. Dann eben noch das Bluff Point-Gebiet, 8.900 Hektar. Das ist 50 Kilometer von der Goldmine Rainy River entfernt. Hochgradige und tonnenschwere Ziele, zahlreiche Goldvorkommen, Goldlagerstätten vom Typ Porphyr. Ähm, und sie haben eben auch andere ähnliche strukturierte Aktien damit unter Bergbauunternehmen, damit vergleichen sie sich wie Coat Lake und I Am Gold, 9,97 Millionen Unzen Gold, 0,9 Gramm pro Tonne und 2,4 Millionen Unzen mit 0,7 Gramm pro Tonne. Und Agnico Eagle auch das Hubmont Reef Projekt mit 4,5 Millionen Unzen bei 0,67 Gramm pro Tonne. Dann haben Sie noch das Straw Lake Zielgebiet, das ist eine hochgradige Lagerstätte
Typ Ader, unerforschtes Gebiet der historischen Straw Lake Gold Mine und es produzierte zwischen 1938 und 41 11.500 Unzen mit 0,34 Unzen Gramm, 0,34 Unzen pro Tonne Gold. Also nicht Gramm, sondern das sind dann auch so circa 10 Gramm pro Tonne Gold. Also alles hochgradige Projekte, 3 hochgradige Projekte in der Nähe von guten Minen. Ähm, die Aktie ist schon mal wie verrückt schon mal gestiegen, hat ein höheres Hoch, höheres Tief im Vergleich zur Corona-Krise. Sage ich mal, wenn man sich bewusst ist, dass es das riesige Campbell ist, natürlich kann alles mit Goldaktien machen, das ist natürlich wie immer auch keine Empfehlung, aber die Attribute stimmen, um eine Hochpotenzialaktie zu sein, die auch dann schnell steigen würde, wenn Gold sich über 2000 $ etablieren würde. Ja, Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre, da sehen Sie, wo es hingehen kann für solche Penny Stocks. Von 5 oder 10 oder 20 Cent hier auf 10, 20, 30, 40 $. Also teilweise wurden aus dem 1000 $ Investment 100, 200, Viertelmillion oder mehr. Das ist möglich. Das weiß man natürlich im Vorfeld. Das ist einfach, wie gesagt, das ist natürlich ein Quäntchen Glück dabei, solche Aktien zu treffen. Man kann sich dem meines Erachtens nur annähern. Wir gucken uns diese Aktien an, identifizieren, wo sind große Ressourcen, investieren etwas, aber auch nicht nur in die, in andere vergleichbare genauso, beobachten die weiter, wenn weiterhin gute Anstiege und die Story soweit stimmt, das Management nicht zu viele Fehler macht, investiert man nochmal nach, bevor dann der Hauptschub in Gold kommt. Also wie gesagt, wenn dann der Hauptschub auf Gold über 2000 kommt, dann steigen mehr oder weniger alle, aber die natürlich besonders attraktiven Ressourcen eben überproportional. Aber sie werden übertreiben, die Leute werden euphorisch werden und dann wird es auch sehr gefährlich für die Goldaktien. Dann muss man das abstoßen. Vermutlich läuft dieser gesamte Prozess irgendwo in 6 bis 9 Monaten jetzt, von jetzt an gerechnet. Nach dem nächsten Fondsmeeting gibt vielleicht jetzt nochmal eine Drückung, wir wissen es nicht genau, aber Sie sehen ja, dass die Goldaktie den Anstieg schon teilweise vorwegnimmt, wie auch unsere Indikatoraktie, die sich ja im Prinzip gut gehalten hat jetzt über die schlechte Zeit. Das ist ja Max Resources und ist circa 40 Cent. Und die war ja schon mal runtergegangen auf 30 Cent. Hält sich aber gut und Sie sehen, die Investoren sind in Lauerstellung. Sie wissen, dass der Gold höher preist, deswegen sie wollen dabei sein. Sie verkaufen das nicht mal ab. Das heißt, der Boden bei Goldaktien ist definitiv gefunden. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen derartige Aktien zu identifizieren, sortieren die immer nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko, berechnen eben, wie wir vorher gesehen, den Potenzialfaktor, haben auch eine Exit-Strategie entwickelt, wenn der Boom vorbei ist und wir Alternativen brauchen. Bei Interesse entwickle ich Ihnen noch einen Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung. Finden Sie alles verlinkt im Anhang beim Video. Einlagen von Gold und Silber, sachwertige Einkaufsgemeinschaft, die sind in jeder Situation in Gold und Silber gekommen. Vielleicht einfach mal angucken und sind auch sehr preisgünstig. Ähm, ja, Vergleichsportale, bevor Sie überhaupt physisches Edelmetall kaufen, gold.de anschauen. Nützliche Informationen, Kontakt. Da ist nochmal zusammengefasst Informationen, mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz beispielsweise, wo generell in Schweiz oder Liechtenstein Edelmetalle einlagern, weitere Charts, Uran-Charts, Bücher über Goldaktien, Adressen von Informationsportalen zu Goldaktien wie CEOCA, wo jede Goldaktie diskutiert wird, Expertenmeinungen wie Uwe Bergold, Videos, finden Sie alles da verlinkt. Ja, wenn Sie generell Fragen, Zustellungsprobleme, Anregungen haben, wie gesagt, ich habe manchmal Spam-Probleme, also wenn Sie irgendwas nicht bekommen haben, mich bitte einfach kontaktieren. Ich würde es, bald es mir dann möglich ist, Sie dann zurückrufen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, wenn Ihnen der Inhalt soweit zugesagt hat, Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie über neue Videos dann sofort informiert werden. Nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.